and Amelie for a conversation about the best season for traveling in Germany. At first you may think that summertime is the answer, but don't be so sure. Ich möchte reisen. Und wohin? Wo es schön ist. Ha. Und wann? Wenn es schön ist. Vielleicht im Frühling. Wenn Sie im Frühling reisen, blühen die Bäume. Nur blühende Bäume? Dann warten Sie, bis es Sommer ist. Wenn Sie im Sommer reisen, blühen die Mohnblumen. Nur blühende Mohnblumen? Dann warten Sie doch, bis es Herbst ist. Wenn Sie im Herbst reisen, fallen die Blätter. Nur fallende Blätter? Dann warten Sie doch, bis es Winter ist. Winter? Ja, wenn Sie im Winter reisen, fällt der Schnee. Nur Schnee? Ich habe eine Idee. Jetzt haben Sie alles. Das ist meine Wohnung, Amelie. Aha. Kann ich die Tür zumachen? Das ist nicht nötig. Die Tür wird zugemacht. Na, sowas. Darf ich die Fenster schließen? Das ist nicht nötig. Die Fenster werden geschlossen. Na, sowas. Ich koche Kaffee. Das ist nicht nötig. Der Kaffee wird von Robby gebracht. Der wird von Robby gebracht? Na, sowas. Willst du deinen Kaffee nicht trinken? Ach, muss ich denn trinken? Ich denke, er wird getrunken. Tut mir leid, Amelie, aber trinken musst du ihn selbst. Let's begin the pronunciation segment with another hiking song from Germany. I'm sure you'll recognize the tune. Here are the original lyrics. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt's auch im Blut. Drum wandere ich froh, solang ich kann und schwenke meinen Hut. Das Wandern schafft stets frische Luft, erhält das Herz gesund. Frei atmet draußen meine Brust, froh singet stets mein Mund. Drum trag ich's Ränzlein und den Stab weit in die Welt hinein und werde bis ans kühle Grab ein Wanderbursche sein. Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt's auch im Blut. Drum wandr ich froh, solang ich kann und schwenke meinen Hut. Baldri, baldra, baldri, baldra, baldri, baldra und schwenke meinen Hut. Das Wandern schafft stets frische Luft, erhält das Herz gesund. Frei atmet draußen meine Brust, froh singet stets mein Mund. Baldri, baldra, baldri, baldra, baldri, baldra, froh singet stets mein Mund. Drum trag ich's Ränzlein und den Stab weit in die Welt hinein und werde bis ans kühle Grab ein Wanderbursche sein. Baldri, baldra, baldri, baldra, baldri, baldra, ein Wanderbursche sein. Now let's move to the regular segments that teach you to master German sounds by modifying English sounds. I would like to travel. Ich möchte reisen. To pronounce the short German umlauted O,
Say the English word get, and then round your lips as if you were going to whistle. Get, gött, möchte. Get, gött, ich möchte reisen. Then wait until it is summer. Dann warten Sie, bis es Sommer ist. The German A is like the sound A in father. Father, warten. Father, dann warten Sie, bis es Sommer ist. Then just wait until it is winter. Dann warten Sie doch, bis es Winter ist. The German W is pronounced like the V in the English word very. Very, warten. Very, Winter. Very, dann warten Sie doch, bis es Winter ist. Ich möchte reisen, Und wohin? wo es schön ist. Aha. Und wann? Wenn es schön ist. Vielleicht im Frühling. Wenn Sie im Frühling reisen, blühen die Bäume. Nur blühende Bäume? Dann warten Sie, bis es Sommer ist. Wenn Sie im Sommer reisen, blühen die Mohnblumen. Nur blühende Mohnblumen? Dann warten Sie doch, bis es Herbst ist. Wenn Sie im Herbst reisen, fallen die Blätter. Nur fallende Blätter? Dann warten Sie doch, bis es Winter ist. Winter? Ja, wenn Sie im Winter reisen, fällt der Schnee. Nur Schnee? Ich habe eine Idee. Jetzt haben Sie alles. The door is being closed. Die Tür wird zugemacht. The German Z is pronounced like the English word pizza. Pizza, zugemacht. Pizza, die Tür wird zugemacht. The coffee is being brought by Robi. Der Kaffee wird von Robi gebracht. The German R following a consonant, as in the word gebracht, is slightly rolled. Say AK first, then don't let your throat close completely on the K and say aha. Finally, keep your vocal cords buzzing and say ara. AK, aha, ara. Gebracht, AK, aha, ara. Der Kaffee wird von Robi gebracht. Das ist meine Wohnung, Amelie. Aha. Kann ich die Tür zumachen? Das ist nicht nötig. Die Tür wird zugemacht. Na, sowas. Darf ich die Fenster schließen? Das ist nicht nötig. Die Fenster werden geschlossen. Na, sowas. Ich koche Kaffee. Das ist nicht nötig. Der Kaffee wird von Robby gebracht. Der wird von Robby gebracht? Na, sowas. Willst du deinen Kaffee nicht trinken? Ach, muss ich denn trinken? Ich denke, er wird getrunken. Tut mir leid, Amelie, aber trinken musst du ihn selbst. At a time when so much information is available to us, we need to be alert that we don't end up merely sorting and shuffling information. One key to a healthy life is meaningfully engaging your mind in worthwhile activities. And one of the most rewarding activities you can choose is learning a second language. It does not matter how much time you can afford to devote to it. Every little bit helps. Just start and set your own rate of advancement. And forget about the old inhibitions and prejudices. It is not true that Europeans are more likely to study another language
because they live so close to each other and have many more opportunities than Americans to visit the country whose language they are studying. In fact, most Germans today study English, yet only a few of them ever set foot on English or American soil. Getting language and culture is a worthy goal in its own way to eventually get first-hand experience no matter how far away you are. In the last episode, you learned that the subjunctive is the verb mood used to express conditions and actions that are hypothetical or imaginary, in other words, unreal or contrary to fact. The sample sentence used to illustrate the concept of a contrary to fact clause was, if we had a factory, then I could work here. By using the subjunctive, the speaker makes known that having a factory is just hypothetical. In fact, the speaker implies that the city does not have a factory and therefore she cannot work here. Wenn wir eine Fabrik in Königstein hätten, dann könnte ich hier arbeiten, verstehst du? Until the subjunctive came up, all of the sentences you heard in the earlier episodes were in what is called the indicative mood. Unlike the subjunctive or unreal mood, the indicative mood is used to indicate a verb action that really happens or is likely to happen. In today's first scene, Max uses the indicative, the real mood, when he says, if you travel in spring, the trees will bloom. Wenn Sie im Frühling reisen, blühen die Bäume. As you can see from this sentence, the indicative states a real possibility, something that can be a fact. Wenn Sie im Frühling reisen, blühen die Bäume. Now let's take a closer look at the structure of this sentence. If or then is a subordinating conjunction leading into a subordinate clause, which requires that its verb to travel or reisen be last within the clause subject. In spring or im Frühling is a prepositional phrase. Im, you learned earlier, is used with seasons and is a contraction of in and the dative article dem. When you begin a sentence with a subordinate clause, the main clause follows after a comma, and the basic rule kicks in. And in this case, that means that if you start the sentence with a subordinate clause rather than with a subject, then you have to invert subject and verb in the main clause because, as you already know, the verb is never third. So first comes the subordinate clause, a complete phrase in itself. Wenn Sie im Frühling reisen, followed by the verb bloom or blühen in second place. And then comes the subject of the main clause, the trees, die Bäume. When Amelie responds, just blooming trees, nur blühende Bäume, she uses the present participle blooming as an adjective. Please note that in German you form the present participle by adding a d to the infinitive of the verb to arrive at blühend. And since the plural article die is not used in front of the adjective blühend, its e ending must be added to this new adjective, blühende Bäume. Wenn Sie im Frühling reisen, blühen die Bäume. Nur blühende Bäume? In the second scene, Max shows Amelie his apartment and informs her, das ist meine Wohnung. And Amelie responds, can I close the door? Kann ich die Tür zumachen? Up to this point, all of the sentences you've learned, including these, have been in what is called the active voice. Active means that the subject of a sentence is performing an action, and therefore the verb is in the active voice. Kann ich die Tür zumachen? Now look at Max's next statement, which is in the passive voice. The door is being closed. Die Tür wird zugemacht. You can see that in a passive sentence, the subject does not perform an action. Rather,
something is being done. In English, the passive consists of a form of to be and the past participle. German uses a form of werden instead of to be, together with a past participle, which itself is always at the end of the sentence. Die Tür wird zugemacht. Kann ich die Tür zumachen? Das ist nicht nötig. Die Tür wird zugemacht. Let's look at one more example of the passive voice. When Max informs Amelie that the coffee is being brought, he again uses the passive form, which makes the subject, here the coffee, the receiver of the action. Der Kaffee wird gebracht. And this time he adds the performer of the action, Robi, who is introduced by the word by or von. The performer is called the agent and is placed before the past participle. The past participle, of course, being last in the sentence. Der Kaffee wird von Robi gebracht. Der Kaffee wird von Robby gebracht. You've probably been to the theater and maybe you've even seen many first-rate performances. But I bet you've never gone to the opera with a friend or spouse with just one ticket for the two of you. Is this common in Europe? Well, watch and see how Julian and Franziska manage with only one seat. Sag mal, hättest du Lust, heute Abend in die Oper zu gehen? Was gibt's denn? Richard Strauss, Daphne. Naja, Lust hätte ich schon, nur wir werden keine Karten bekommen. Daphne ist doch sicher ausverkauft. Warum bist du immer so pessimistisch? Zahlen bitte. Ja, Moment. Hör zu, Franziska. Wir wollen heute Abend Daphne sehen und wir werden Daphne sehen. Wetten wir? Ja gut, ich wette, dass wir sie nicht sehen werden. Eine Flasche Sekt? Einverstanden. Ausverkauft. Eine Flasche Sekt, Julian, du hast die Wette verloren. Ist eigentlich schade, jetzt haben wir uns so schön angezogen. Ich habe die Wette noch nicht verloren. Ich hätte eine Karte, leider nur eine. Prima, die nehmen wir. Bitte? Vielen Dank. Für dich. Aber nein, nimm du die Karte, du willst doch Daphne sehen. Ich könnte ins Kino gehen und wir könnten uns danach treffen und deine Flasche Sekt trinken. Meine Flasche? Die Wette hast du doch verloren. Ich habe gesagt, wir werden Daphne sehen und? Bitte, hier ist deine Karte. Und du? Ich sehe sie auch. Nach der Vorstellung treffen wir uns in der Theaterkantine. Wo? Wo ist die Theaterkantine? Du wirst sie schon finden. Guten Abend, die Damen und Herren. Es ist jetzt 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Julian. Hallo Günther, du musst mir einen Gefallen tun. Julian. Was sagst du nun? Na, du siehst ja komisch aus. Ich sehe komisch aus. Ich habe mich extra noch nicht umgezogen, damit du mich als Dämon bewundern kannst. Ich bewundere dich sogar sehr. Du gibst wirklich nie auf. Zum Wohle. Prost. Prost. Dankeschön, das war ein schöner Abend. Was wollen wir denn morgen Abend machen? Wir könnten ins Theater gehen. Earlier, you were introduced to the subjunctive auxiliary verb would or würden in polite requests paired with another verb at the end of the sentence. You also learned that würden combines with haben and sein to form the one-word subjunctive forms hätten and wären, respectively. The same kind of combination happens when the modal auxiliary können
is used with würden, merging into a one-word subjunctive, könnten. Listen carefully to Franziska when she employs the subjunctive form könnten, suggesting to Julian, I could go to the movies. Ich könnte ins Kino gehen und wir könnten uns danach treffen. As you can see, Franziska is just speculating, hypothetically suggesting that she go to the movies, thus leaving the one theater ticket they were able to get for Julian's use. She continues to employ the subjunctive mood when she speculates, and we could meet afterwards and drink your bottle of champagne. Und wir könnten uns danach treffen und deine Flasche Sekt trinken. She is implying that Julian will have lost their bet. But you know by now that Julian had already made sure that Franziska would be able to attend the theater performance. Before you listen to Franziska one more time, let me say auf Wiedersehen. I know that the subjunctive and indicative, as well as the passive and active voices, are somewhat difficult concepts to grasp. But your step-by-step study materials will assist you in mastering them. Ich könnte ins Kino gehen und wir könnten uns danach treffen und deine Flasche Sekt trinken. December the 7th, 1835. The first German train, the Adler, sets out from the city of Nuremberg for the town of Fürth. Soon, models of this very first train were on sale in the city. Not so perfect as the ones you see here. They were made of wood, cardboard and cheap tin plate. Still, the model railway had arrived. Nuremberg today, the center of the German toy industry. It still has 3 big model railway factories. The city was already well known for its toys before the first train ran here, so a toy train was only to be expected. There's only one other major manufacturer outside Nuremberg, in Göppingen near Stuttgart. This was their first, driven by clockwork. 20 years later, this model came out, to be followed in 1930 by this one. Their most famous item around this time was the so-called crocodile. It was in the catalogue for more than 40 years. But safe or not, you could hardly call a system like this a toy. It's the real thing in miniature. You can hardly tell the difference. And this is what's made German model railways famous throughout the world, their unparalleled attention to detail. Absolute precision from a combination of highly skilled craftsmen and the latest machine tools. The tiny axles, screws and springs weigh only a fraction of a gram each. And while we're on the subject of precision, just look at this. No, not this, splendid though it is, but this, the smallest model railway in the world, the Mini Club. Its gauge is only 6.5 millimeters. The whole thing's on a scale of 220 to 1. And it's light in weight, too. And just for the sake of completeness, here's the other end of the range, gauge 1. It's too big for most drawing rooms or attics.
Whatever size you decide on, the idea of playing with exact replicas of real trains and all the things that belong to a railway is clearly attractive to many people, and not just children.